Was Milliardäre verdienen und daran angeschlossen, wie viel Steuern Milliardäre bezahlen, das sind Fragen, die die Öffentlichkeit schon immer interessiert haben und die auch in den Medien heiß diskutiert werden. Meistens natürlich unter der Prämisse, dass grundsätzlich Milliardäre zu wenig Steuern bezahlen, dass der hart arbeitende Normalbürger sehr viel mehr Steuern prozentual bezahlen muss, als Milliardäre dies tun. Und mit diesem Thema genau wollen wir uns heute zunächst mal auseinandersetzen. Dabei ist die interessante Frage ja überhaupt erstmal, was heißt eigentlich verdienen und worauf zahlt man eigentlich Steuern? Denn wenn man ein Milliardär ist, dann heißt das ja zunächst mal, zumindest im Volksverständnis, nicht, dass man 1 Milliarde oder so verdient im Jahr, sondern dass man ein Gesamtvermögen von eben x Milliarden hat, welches aus allen möglichen Vermögenskomponenten besteht, zum Beispiel Aktien, Immobilien und so weiter und so fort. Es sind aber zwei verschiedene Dinge. Und jeder, der ein Haus besitzt, weiß ja, dass er normalerweise, zumindest in den meisten Ländern, auf Vermögen keine Steuern bezahlt. Ja? Wenn du ein Einfamilienhaus hast, das 500.000 wert ist und du wohnst in einem Land wie Deutschland oder zum Beispiel in den USA, zahlst du ja darauf keine Steuern. Es gibt andere Länder, da gibt es eine Vermögensteuer, zum Beispiel die Schweiz, Spanien und so weiter und so fort. Da zahlt man natürlich auch auf das Vermögen Steuern, abzüglich bestimmter Freibeträge. Dort zahlen eben auch Milliardäre Steuern auf ihr Vermögen. Aber in anderen Ländern ist dies nicht der Fall. Also, und damit sind wir natürlich bei dem Thema, was verdienen Milliardäre überhaupt und wie bezahlen sie ihren luxuriösen Lifestyle? All die Yachten, die Privatjets, die Frauen, die Partys, die Kinder und so weiter und so fort, wie wird das alles überhaupt finanziert? Denn zunächst mal, wenn man Vermögen hat, wie gesagt, hat man ja daraus nicht automatisch Einkommen. Und wenn man jetzt so manches Unternehmen anschaut, gerade in der Tech-Szene zahlen die ja auch keine Dividenden oder sowas. Das heißt, ich kann zwar dort Papiergeld haben, Aktien, ja, im Wert von Milliarden und Milliarden und Milliarden, aber außer ich verkaufe diese Aktien, ich verkaufe dieses Vermögen, was ja jeder Milliardär tunlichst vermeiden will, habe ich zunächst mal überhaupt kein Einkommen. Und tatsächlich ist natürlich diese verfügbare Liquidität für viele Wohlhabende, für viele Vermögende ein Problem. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum viele Vermögende nach wie vor einen Job haben, ja, weil sie eben Liquidität brauchen, um das tägliche Leben zu finanzieren. Und auch bei Milliardären stellt sich genau diese Frage und damit wollen wir uns heute eben einmal auseinandersetzen. Wie verdienen überhaupt Milliardäre Geld und wie zahlen sie ihre Lebenshaltungskosten? Nehmen wir als Beispiel mal den Elon Musk an. Wir wissen ja, dass Elon Musk, CEO von Tesla, bei Tesla überhaupt nichts verdient, also kein Gehalt hat. Er hat natürlich gigantische Aktienoptionspakete, die er dort in den letzten Jahren bekommen hat. Doch auch dort sah es 21 bis 23 relativ düster aus. Schauen wir uns zum Beispiel mal diesen Artikel hier an. Demnach muss Elon Musk und andere Vorstandsmitglieder von Tesla für 21 bis 23 insgesamt 735 Millionen Dollar in Aktien, Optionen und Cash zurückbezahlen, denn er wurde hier von einigen Aktionären verklagt. Sie behaupteten und haben Recht bekommen vor Gericht, dass die Vergütung viel zu hoch sei, dass sie exzessiv sei und auch falsch implementiert wurde. Demnach haben dann Elon Musk und die anderen Vorstände sich darauf geeinigt, hier zurückzuzahlen, um das Ganze zu befrieden. Das heißt aber auch, dass in den Jahren 21 bis 23 Elon Musk von Tesla überhaupt nichts bekommen hat. Auch seine attraktiven Aktienoptionspakete, die ja daran gebunden waren, dass Tesla bestimmte Milestones erreicht, sind alle ausgelaufen. Man wird ja also 2024 Neues von ihm hören hinsichtlich eines neuen Kompensationspaketes bei Tesla. Ein beliebter Weg für Milliardäre an Liquidität, an Cash zu kommen, sind sogenannte Lombardkredite. Was ist ein Lombardkredit? Nun, dort gibst du der Bank als Sicherheit Aktien, meistens von börsennotierten Unternehmen. Manche Banken akzeptieren auch komplett andere Sicherheiten. Und dann gibt dir die Bank einen Kredit darauf. Die Bank kann dann die Aktien verleihen. Ist ein ganz gutes Geschäft auch für die Bank. So, was sind dort für Werte zu realisieren? Normalerweise kannst du bis zu 50% des Wertes
deines Collaterals als Lombardkredit aufnehmen. Welche Zinsen sind zu zahlen? Das wollen wir uns hier mal anschauen. Eine Bank unter vielen, die solche Lombardkredite anbietet, ist die Bank Lombard Odier in der Schweiz. Hier sehen wir zum Beispiel nun auch die Zinssätze für die verschiedenen Währungen, in welcher Lombardkredite angeboten werden können. Da gibt es große Unterschiede, sehr interessant. Ja, du kannst also sehen, Schweizer Franken sind sehr günstig zu leihen, Euro 3,4%, Pfund 5%, japanische Yen 0%, US-Dollar auch ungefähr 5%. So, ich habe nun eine kleine Präsentation vorbereitet, wo wir ein solches Szenario mal durchrechnen werden für einen fiktiven Elon Musk, der sich einen solchen Lombardkredit beschafft, um hier für die persönliche Liquidität zu sorgen. Hier sehen wir nun unser Beispiel, ein fiktiver Elon Musk. Er besitzt unter anderem Tesla-Aktien im Wert von 80 Milliarden, aber wir gehen davon aus, dass er auch eine geringe persönliche Liquidität nur hat, denn vermutlich ist das meiste Vermögen in Aktien seiner Unternehmen gebunden. Er wohnt in den USA, ist dort unbeschränkt steuerpflichtig. Der Steuersitz dort beträgt 20% auf Kapitalerträge, solange man die dazugehörigen Werte für mehr als ein Jahr hält. Habe ich also Dividenden oder auch Veräußerungserlöse von Kapitalvermögen, was ich mehr als ein Jahr besitze, dann fallen hier 20% Steuern an. Gut, also Elon Musk will 100 Millionen an Lombardkredit aufnehmen. Dafür muss er der Bank also 200 Millionen an Tesla-Aktien als Sicherheit geben. Denn wir hatten ja vorhin gesagt, typischerweise bei Lombardkrediten ist es so, dass man 50% des hinterlegten Wertes des Collaterals beleihen kann. Wenn ich also 200 Millionen an Sicherheit hinterlege, dann kann ich 100 Millionen Lombardkredit bekommen. Sagen wir, die Laufzeit ist 5 Jahre. Und sagen wir, dass die Zinsen pro Jahr, haben wir ja vorhin gesehen, ungefähr was in US-Dollar ist, ungefähr so 5% pro Jahr sind. Das heißt also, unter der Annahme, dass es keine laufenden Zinszahlungen gibt, sondern dass der gesamte Kredit mit Zinsen nach 5 Jahren zurückbezahlt wird, ergibt sich hier also eine Zinsbelastung von ungefähr 27 Millionen Dollar. Insgesamt muss unser Elon also nach 5 Jahren 127 Millionen Dollar an die Bank zurückzahlen. Pause. Wir fragen uns, macht das Ganze wirklich Sinn? Wäre es nicht einfach viel besser für Elon, anstatt jetzt 27 Millionen an Zinsen zu bezahlen, wenn er einfach hier ein paar Aktien verkaufen würde, vielleicht eben für 100 Millionen, zahlt 20% Steuern drauf, hätte er immer noch 7 Millionen gespart. Wäre ja eine Überlegung wert. Warten wir es ab. Was macht nun unser Elon mit dem Lombardkredit in Höhe von 100 Millionen? Nun, 50 Millionen reserviert er für die persönliche Liquidität in den nächsten 5 Jahren. Dann kauft er noch Apple-Aktien im Wert von 50 Millionen Dollar hinzu, insgesamt rund 1,3 Millionen Aktien. Wir gehen nun in unserem Szenario davon aus, dass diese Apple-Aktien sich ähnlich entwickelt werden wie in den letzten 5 Jahren. Dort sind sie enorm gestiegen. 2019 kosteten sie 38 Dollar pro Aktie, Ende 2023 kosten sie 192 Dollar. Unser Elon, der für 50 Millionen Apple-Aktien gekauft hat, hat also nach 5 Jahren Apple-Aktien im Wert von 250 Millionen Dollar ungefähr. Was heißt dies nun im Klartext? Mit Hilfe des Lombardkredits hat sich Elon nicht nur 50 Millionen an persönlicher Liquidität sichern können, sondern in 5 Jahren auch über 250 Millionen neues Vermögen aufgebaut. Selbst wenn Elon nur die Hälfte des Lombardkredits investiert, ist dies finanziell immer noch erheblich attraktiver, als den Kredit nicht aufzunehmen und die Zinsen zu vermeiden. Und vergessen wir nicht, ihm gehören auch immer noch die Tesla-Aktien mit einem Wert von zunächst 200 Millionen, die bei der Bank hinterlegt sind, als Sicherheit. Diese steigen ja auch im Wert und diese Wertsteigerung nimmt Elon ja auch mit. Ein weiterer Punkt, der eben hier doch sehr wichtig ist, wie wir später noch sehen werden. Nun kommen wir mal zur steuerlichen Frage, denn bisher fielen ja hier letztlich für Elon Musk in unserem Beispiel überhaupt keine Steuern an. Also er hat sich 100 Millionen geliehen, das ist kein Einkommen, das ist ein Darlehen, ja, es fallen keine Steuern an. Dann hat er Vermögen aufgebaut in Form von Apple-Aktien. Die waren zunächst 50 Millionen wert, sind nun nach 5 Jahren 250 Millionen wert. Auch da fallen keine Steuern an, solange er diese nicht verkauft. Aber es gibt natürlich die Dividenden, die Apple bezahlt.
und dafür müssen Steuern bezahlt werden. Aber das hat nichts mit Steuergestaltung zu tun oder Sonderbehandlung oder sogar Steuerhinterziehung. Schauen wir uns mal an, was Elon an Steuern bezahlen muss. Nun, er hat eben ungefähr 1,3 Millionen Apple-Aktien. Apple zahlt im Moment so 22 Cent pro Quartal an Dividende. Jetzt habe ich das hochgerechnet und damit bekommt Elon also pro Jahr ungefähr 1,1 Millionen Dollar an Dividenden. 20% Steuern entspricht 230.000 Dollar. Damit zahlt er in 5 Jahren 1,157 Millionen Dollar an Steuern und hat danach noch einen Nettoertrag aus der Dividende in Höhe von 4,6 Millionen Dollar. So, dies ist zunächst mal die Steuer, die hier fällig wird. Ansonsten werden keine weiteren Steuern fällig. Vor dem Hintergrund der gigantischen Summen scheint es zunächst mal natürlich relativ wenig zu sein. Aber wie gesagt, das einzige Einkommen, das Elon in dieser Zeit hat, sind eben diese Dividenden, die hohen Darlehen und natürlich auch das Kapitalvermögen, das wächst, zählt ja steuerlich nicht als Einkommen. Was passiert nun nach 5 Jahren? Nach 5 Jahren wird nun der Lombard-Kredit fälliggestellt, er muss also abgelöst werden. Was macht unser Elon? Er verkauft zunächst mal ein paar Apple-Aktien. Wir erinnern uns ungefähr, er muss so 127 Millionen zurückbezahlen. Das heißt, er verkauft Apple-Aktien im Wert von 152 Millionen. Diese hat er vor 5 Jahren für 30 Millionen gekauft. Es entsteht also ein Gewinn von 121 Millionen, die er mit 20% versteuert. Somit ergeben sich rund 24 Millionen Steuern. Netto hat er 127 Millionen und kann damit soeben dann diesen Kredit samt Zinsen zurückbezahlen. Was ist hier nun passiert? Was ist das Fazit für Elon? Elon hat verbleibende Apple-Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar. Er hat netto verdient 4,6 Millionen Dollar. Er hat eine persönliche Liquidität in Höhe von 50 Millionen Dollar sichern können. Und um dies alles zu erreichen, muss er insgesamt 25 Millionen Steuern bezahlen und insgesamt 27 Millionen Dollar Zinsen. Übrigens wäre er in Deutschland steuerpflichtig, hätte er ganz ähnlich Steuern bezahlt, denn in Deutschland ist ja die Abgeltungssteuer, die auf Kapitaleinkünfte zu bezahlen ist, 25%, in den USA 20%, also leicht weniger in den USA, aber das Ganze hätte genauso auch mehr oder weniger in Deutschland ablaufen können. Also das heißt, er hat auf der positiven Seite rund 150 Millionen für sich bewegt. Auf der negativen Seite muss er rund 1/3 an Steuern bezahlen und an Zinsen. Das klingt zunächst mal nicht sehr günstig, weder steuerlich noch anderweitig. Schauen wir mal, was uns hierzu noch einfällt. Der Hammer kommt nämlich erst jetzt. Nehmen wir nun an, dass die Tesla-Aktien, die Elon bei der Bank als Sicherheit hinterlegt hat, in 5 Jahren um mehr als 1000% im Wert gestiegen sind. Das ist nun keine Illusion, denn tatsächlich ist die Basis unserer Annahme die Preisentwicklung der Tesla-Aktien der letzten 5 Jahre zwischen Januar 2019 und Dezember 2023. Dort stieg die Aktie von 21 Dollar auf 248 Dollar. Das heißt, aus den 200 Millionen Dollar Tesla-Aktien, die bei der Bank lagern, die dort als Sicherheit hinterlegt sind, sind nun sagenhafte 2,361 Milliarden Dollar geworden. Also ein Aktienpaket in diesem Wert, meine ich natürlich. Wir müssen also unser Fazit nochmal anpassen. Was hat also dieser Lombard-Kredit nun Elon gebracht? Wir hatten ja gesagt am Anfang, hätte er nicht einfach ein paar Tesla-Aktien verkaufen können, also ein paar im Wert von 150 bis 200 Millionen vielleicht, um seine Liquidität sicherzustellen, ein bisschen Steuern bezahlt, vielleicht 20%, aber die Zinsen vermieden. Dadurch, dass er das nicht gemacht hat und die Aktien behalten hat, er hat sie nur der Bank als Sicherheit gegeben, hat sie der Bank nur geliehen, ist aus diesen Aktien, die er möglicherweise hätte verkaufen können vor 5 Jahren, daraus sind nun Aktien im Wert von 2,16 Milliarden geworden. Zusätzlich hat er durch den Lombard-Kredit immer noch ein Aktienpaket bei Apple in Höhe von 100 Millionen Dollar. Er hat netto verdient 4,6 Millionen Dollar durch Dividenden von Apple und hat eine persönliche Liquidität von 50 Millionen für sich gesichert. Und das alles bei nur 25 Millionen Dollar Steuern und Zinskosten in Höhe von 27 Millionen. Das sind gigantische Beträge, aber wenn man sich die Plusseite anschaut, wohlgemerkt, mir ist natürlich schon klar, dass beim Verkauf der Aktie noch weitere Steuer anfallen würde, aber wenn man das jetzt einfach mal auf das Vermögenswachstum hier bezieht,
dann hat ihn letztlich diese Vermögens- und diese Einkommensgenerierung insgesamt weniger als 2% Kosten verursacht. Ja, und das ist natürlich schon enorm. Aber es kommt noch besser. Elon kann nämlich wenigstens Teile der Zinskosten bei der Steuer anrechnen, die anfällt, wenn er die Apple-Aktien verkauft. Wir erinnern uns, er musste ja beim Verkauf der Apple-Aktien, um den Lombard-Kredit zurückbezahlen, 20% Steuern auf den Veräußerungserlös bezahlen. Also, der Kaufpreis der verkauften Apple-Aktien betrug 30 Millionen Dollar. In Prozent des Darlehens, also des Lombard-Kredites in Höhe von 100 Millionen, sind das 30,09%. Somit kann er auch 30,09% Zinskosten für den Lombard-Kredit steuerlich anrechnen und das sind 8,3 Millionen. Somit ist die tatsächliche Steuerbelastung damit nur 17 Millionen Dollar. Also wir passen unser Fazit nochmal an. Wertsteigerung der Tesla-Aktien nach 5 Jahren, hier für Elon 2,16 Milliarden. Verbleibende Apple-Aktien haben einen Wert von 100 Millionen. Er hat einen Nettoverdienst von 4,6 Millionen. Er hat sich eine persönliche Liquidität in Höhe von 15 Millionen gesichert, 17 Millionen Steuern bezahlt und 27 Millionen Dollar Zinskosten gehabt. So, nochmal, hier findet keinerlei Steuergestaltung, Steuerhinterziehung oder Steueroptimierung statt mit irgendwelchen fantasievollen Strukturen, Trusts, Stiftungen, Offshore-Gesellschaften oder sonst irgendwas. Das ist ganz normale Steuergesetzgebung, wie sie sehr ähnlich auch in Deutschland gelten würde. Auf Vermögen, wie gesagt, zahlt man keine Steuern, wenn es keine Vermögensteuer gibt. Es werden Steuern fällig, wenn man Kapitalvermögen verkauft oder eben Kapitalerträge in Höhe von Dividenden hat. Hier ist natürlich dann vielfach der Kritikpunkt auch dann gegeben. Das heißt also, gerade so politische Kräfte auf der linken Seite sagen natürlich, das ist ja ungeheuerlich. Da kann dieser Elon Musk hier Milliarden an Vermögen aufbauen, ohne Steuern zu bezahlen. Und der einfache Mann, die einfache Frau hier, der einfache Bürger, rackert sich was ab und muss ja ordentlich beim Staat Steuern abdrücken. Wie kann das gerecht sein? Nun, ich würde natürlich argumentieren, es ist auch nicht gerecht, dass hier der einfache Bürger so viele Steuern abdrücken muss. Man muss Steuern generell natürlich reduzieren. Ja? Warum sollte man die Steuer für Milliardäre erhöhen und nicht die Steuern für alle anderen senken? Das wäre ja doch vielfach sinnvoller. Also das heißt, Milliardäre zahlen nicht wirklich geringere Steuersätze und sowas, ja, aber sie haben andere Einnahmequellen und zahlen deswegen anders einfach Steuern als jemand, der jetzt einen Job hat und verdient, sei es 50.000, sei es 100.000, sei es 500.000. Wenn ich eben 500.000 verdiene in einem Job, dann zahle ich natürlich ungleich höhere Steuern im Verhältnis, als wenn ich zum Beispiel Kapitalvermögen habe, was ich nicht veräußere oder selbst im Veräußerungsfall werden ja nur auch in Deutschland 25% fällig. Jetzt gibt es hier vielfach eben Propagandabemühungen, wie gesagt, vor allen Dingen auf der Seite der Linken, irgendwie zu zeigen, dass hier bei den Milliardären irgendwas nicht ganz richtig läuft und dass die hier rumtricksen. Ich zeige mal hier einen Bericht des Weißen Hauses aus dem Jahre 2021, also beiden Regierungen, wo dies deutlich wird. So, hier steht also, Milliardäre zahlen im Durchschnitt nur 8,2% Steuern. Es ist natürlich der totale Quatsch. Wie wir gerade eben ja gesehen haben, zahlt Elon Musk genauso viel Steuern wie jeder andere auch, der Kapitalvermögen veräußert oder Kapitalträge wie Dividenden hat. Hier wird jetzt irgendwie versucht, die ganze Sache so zu drehen, dass man sagt, naja, wirklich dieser ganze Vermögenszuwachs, ja, also wir haben es ja besprochen, die Aktien von Apple, die Aktien von Tesla sind sehr stark im Wert gestiegen innerhalb von 5 Jahren und diese Wertsteigerung ist jetzt eigentlich in Wirklichkeit Einkommen. So wird es jetzt hier interpretiert in diesem Report. Und dann kommt natürlich darauf, wenn man die Steuern anschaut, wir haben ja gerade gesehen, was hier Elon hätte bezahlen müssen in unserem fiktiven Beispiel, dann sind die natürlich tatsächlich sehr gering, wenn man das so rechnet. Aber das ist natürlich komplette Augenwischerei und komplette linke Propaganda. Darauf sollte man nicht reinfallen. Denn am Ende ist es der einfache Hausbesitzer, der bluten muss. Und das sehen wir ja in allen Ländern, wo es eine Vermögenssteuer gibt. Sicherlich auch in Spanien und in der Schweiz und so weiter. In anderen Ländern, wo es Vermögenssteuer gibt, gibt es Freibeträge. Aber dadurch, dass die Immobilienpreise eigentlich überall sehr stark angestiegen sind, ist man noch vielfach längst über die Freibeträge hinausgeschossen, selbst wenn es um einfache Einfamilienhäuser geht. Und das wäre zum Beispiel auch in Deutschland so, sicherlich bei einer Vermögenssteuer. Nun kann man natürlich sagen, wir räumen hier noch großzügigere Freibeträge bei Einfamilienhäusern
ein. Aber genau daran ist ja die deutsche Vermögenssteuer am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Denn das Bundesverfassungsgericht hat damals entschieden, dass letztlich Häuser und Immobilien nicht ungleich behandelt werden dürfen wie andere Vermögensklassen, also zum Beispiel Aktien. Das heißt also, die Antwort muss grundsätzlich sein, die Steuern für alle zu senken. Ja, die Milliardäre zahlen die gleichen Steuern oder die gleichen Steuersätze wie jeder andere auch. Natürlich, weil hier Economies of Scale zum Tragen kommt, ist die steuerliche Belastung im Endeffekt weniger bei den großen Erträgen. Aber was der Staat machen sollte, ist auch für die Einkommen die Steuer zu reduzieren. Ja? Und wir sehen das ja in vielen erfolgreichen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz, dass sowas gut funktionieren kann. Dort ist zum Beispiel in manchen Gemeinden, in manchen Kantonen auch bei einem Einkommen von 150.000 Franken mit Familie, mit Kindern vielleicht 1-2% Steuern zu bezahlen. Das ist eine faire Besteuerung, wie ich meine. Und es ist ja nicht so, dass in der Schweiz jetzt hier die Leute auf der Straße liegen oder die Obdachlosen nicht behandelt werden oder Sozialhilfeempfänger nicht ins Krankenhaus können und so weiter und so fort. Im Gegenteil, man könnte argumentieren, dass es denen noch besser geht als in Deutschland, ja, trotz dieser niedrigen Steuern. Und das ist eigentlich der Weg, wo es hingehen soll. Führt man eine Vermögensteuer ein in Deutschland, kann man davon ausgehen, dass sehr bald jene Vermögen betroffen sind, die nicht Milliardenvermögen sind, sondern sehr viel geringere Vermögen. So war es immer. Man denke nur zum Beispiel an die Einführung der Abgeltungssteuer vor einigen Jahrzehnten. Damals waren ja Veräußerungserlöse aus Aktien steuerfrei, dann wurde die Abgeltungssteuer eingeführt, eigentlich nur für die gewerblichen Aktienverkäufer und so weiter und so fort. Und auf einmal muss es jeder bezahlen. Ja, das ist so ein gutes Beispiel. Ja, andere Dinge gibt's genauso. Wegzugsteuer, weiter beschränkte Steuerpflicht. Das sind alles Steuern, die mal für Milliardäre eingeführt wurden, um so Leute wie den Horten abzuschrecken, in die Schweiz umzuziehen. Heute ist jeder Freelancer, der 100.000 verdient und ins Ausland umzieht, davon betroffen. Also, lass dich hier nicht verwirren durch irgendwelche Augenwischerei von Politikern. Ja, natürlich, wer ein hohes Vermögen hat, der kann seine Steuerlast in gewisser Weise strukturieren, wie wir es gerade eben jetzt gesehen haben. Es bekommt eben nicht jeder einen solchen Lombard-Kredit, aber das macht es ja noch nicht ungerecht. Eine Sache, die du von Elon Musk auf jeden Fall lernen kannst, ist, dass es Sinn macht, hier das Territorium zu wechseln, um Steuern zu sparen. Das hat Elon Musk in den USA vollzogen. Er ist von Kalifornien nach Texas umgezogen. In Texas zahlt man deutlich geringere Steuern als in Kalifornien. Es ist so ein bisschen in den USA wie in der Schweiz. Vielleicht nicht ganz so extrem. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, das heißt der Umzug ins Ausland, auch aus steuerlichen Gründen, um deine Steuerlast zu optimieren, weil du erkannt hast, hoppla, die Steuern, die ich jetzt momentan bezahle, sind ja viel zu hoch, das kann auch viel weniger sein, da kann ich günstiger wegkommen, da kann ich mehr Vermögen aufnehmen, wenn ich weniger Steuern zahle. Wenn das ein Thema für dich ist, freue ich mich, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Link packe ich hier in die Beschreibung rein. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, die Steuern zu optimieren. Wir haben ein großes Netzwerk von Steuerberatern und Rechtsanwälten, die dich in Kombination mit uns dabei unterstützen können. Ich freue mich, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben mehr zu erfahren. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.